Hey und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Heidi und auf diesem Kanal erfährst du mehr zum Thema Jakobsweg. Ich selbst bin den Camino Portugues da Costa gelaufen und heute geht es um die 5 größten Fehler, also bleib dran. Ich habe mir heute ein schönes Plätzchen gesucht. Ich war unterwegs und dann hat es jetzt ein bisschen angefangen zu regnen und ich sitze jetzt hoch über den Feldern in einem Jägerstand. Und los geht es mit den 5 größten Fehlern. Fehler Nummer 1: zu viel Gepäck dabei haben. Ganz oft kommt es vor, dass man wirklich denkt, ey, ich brauche dies und ich brauche jenes und das brauche ich ja auch noch und es ist ja alles nicht so schwer. Und dann packst du aber deine Sachen und dann ist es wirklich zu viel. Und es ist schon eine Herausforderung, sich da zu minimieren. Wenn es dich interessiert, ich habe ein Video gemacht zum Thema wenig Gepäck bis 6 Kilogramm, wie packe ich meinen Rucksack, verlinke ich dir hier oben, schau da gerne rein. Und ich habe es wirklich so erlebt, als ich dann unten angekommen war in Portugal, dass ganz viele innerhalb der ersten 1, 2, 3 Tage wirklich rigoros ihr Gepäck ausgemistet haben. Die haben die Stöcke in die Herberge gelassen, die haben Klamotten weggeworfen, die haben Dinge in so Kisten gepackt, die da zur Verfügung stehen und wo jeder was hinterlassen kann. Aber wenn jeder was hinterlässt, ist dann sehr viel. Auch so Sachen wie Körperpflege, Duschsachen oder so. Du merkst da einfach jede 100 Gramm, die du dabei hast. Und musst ja aber noch rechnen, du hast noch Getränke dabei, du hast noch Essen dabei für unterwegs. Das alles wiegt. Und ich würde dir da empfehlen, vorher schon, also zu Hause schon mal abzuwiegen, wie schwer ist denn dein Rucksack? Und da dann wirklich zu schauen, ist es denn zu viel? Also weniger ist mehr. Fehler Nummer 2, die ersten Tage unterschätzen. Man sitzt da zu Hause, macht die Routenplanung und denkt sich, ach, schaffe ich locker am ersten Tag 27 Kilometer, zweiter Tag 30 Kilometer. Wenn du es nicht gewohnt bist, plane lieber mit weniger. Also steig mit weniger ein und steigere dich dann von Tag zu Tag. Es ist auch gut, vielleicht erstmal mit 15 Kilometern anzufangen und dann zu gucken. Ich war ganz froh, dass ich das so gemacht habe. Ich habe Leute getroffen, die sind am ersten Tag gleich 30, 32 Kilometer gelaufen. Und wenn es dein Körper nicht gewöhnt ist, und die meisten, die dort laufen, deren Körper ist es nicht gewöhnt, dann geht es dir echt nach den ersten 1, 2 Tagen schon schlecht. Dir tut alles weh, Muskelkater hast du so oder so. Also plane lieber die Etappen mit etwas kürzeren Strecken. Es sei denn, du bist so gut im Training, dass es geht. Überfordere dich nicht gleich am Anfang. Fehler Nummer 3, höre auf deinen Körper. Muskelkater, Blasen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, irgendwelche alten Verletzungen, die plötzlich wieder wehtun. So eine Strecke zu laufen ist einfach eine Belastung für den Körper. Sei da gut zu dir und wenn es ist, dann mach lieber eine Pause, bevor du den Camino abbrechen musst. Ich selber habe ja auch eine Pause gemacht und bin mit dem Zug sogar gefahren und anfangs war das auch schwierig für mich, weil ich ja dachte, ich muss da durchhalten. Nee, musst du einfach gar nicht. Und wenn die Leute das sagen, ja, dann sagen sie es halt, hör da wirklich auf dich. Ich habe die wildesten Geschichten mitbekommen, Leute, die mit einem geschwollenen Knie immer weiter gelaufen sind und mit Entzündungen und die ins Krankenhaus gegangen sind und der Arzt hat gesagt, nee, brich lieber ab und die laufen trotzdem weiter. Das ist aus meiner Sicht keine Selbstfürsorge und das ist schon fahrlässig und solltest da immer bedenken, was hilft dir, wenn du danach, wenn du zu Hause bist, noch Wochen oder Monate lang dann mit der Verletzung einfach zu tun hast. Also insofern, ja, gönn deinem Körper dann auch die Ruhe, wenn er sie braucht. Fehler Nummer 4, zu viel aufs Handy schauen. Gönn dir doch so eine Digital Detox Zeit. Ich gebe zu, ich habe es auch nicht ganz gemacht, weil ich habe ja meinen Weg gefilmt. Das heißt, das Handy war immer irgendwo in Griffweite. Was ich aber schon gemacht habe, ist, ich habe meine ganzen Apps verbannt und war ganz viel im Flugmodus auch, so dass ich eben kein Social Media gecheckt habe, dass ich eben nicht telefonisch erreichbar war. Und dass ich nicht sofort jede Nachricht mitbekommen habe, die da kam. Ja, natürlich kannst du sagen, okay, immer morgens und abends checke ich das mal. Du kannst dir wirklich sehr dankbar sein, wenn du den Weg nur für dich nutzt
und nicht ständig an deinem Device hängst. Ja, das ist wirklich dann eine ganz andere Art von Ruhe und von Entspannung und von Abschalten, die du da genießen kannst. Und ich weiß, die Versuchung ist groß und natürlich macht man auch Fotos und spricht ja auch gar nichts dagegen. Aber schau mal bei dir selber, ob du wirklich da immer erreichbar sein möchtest und wirklich alles fotografieren und filmen. Ich habe es auch nur punktuell gemacht, nicht die ganze Zeit. Und das ist einfach eine schöne Sache, die Dinge mit den Augen zu sehen und Dinge anzufassen und auch so in Erinnerung zu behalten. Fehler Nummer 5, sich mit anderen vergleichen. Ich gebe zu, das ist schwierig und auch ich habe das anfangs gemacht und dann kriegst du mit, 30 Kilometer am ersten Tag und dann läuft jeden Tag 40 Kilometer und solche Geschichten. Muss man immer sehen, wie gut sind die Leute trainiert, welche Schmerzen haben die dann, geht es denen wirklich gut oder haben die vielleicht so eine Art Zwang auch zu laufen, irgendwas hinter sich zu bringen oder irgendwas erreichen zu müssen und schau dann wirklich, wie das bei dir auch ist. Und ich finde, es ist eine ganz gute Übung, eben nicht in den Vergleich zu gehen. Ja, mir ist auch aufgefallen, ich bin ja über 40, natürlich laufen die Leute um die 20, die haben eine ganz andere Kondition oder sind da körperlich ganz anders drauf und muss nicht immer besser sein. Ja, höher, schneller, weiter ist vielleicht für dich gar nicht das Richtige. Also hör da auf dich, hör da auf deinen Körper und nimm es als Übung, dich eben nicht zu vergleichen und es so zu nehmen, wie es kommt, weil gerade auf dem Camino darf ja auch jeder so sein, wie er ist und auch in seinem eigenen Tempo ankommen. Tempo ist noch ein gutes Stichwort. Ich fand es sehr, sehr entspannend, alleine zu laufen, weil ich eben mein Tempo selber bestimmen konnte. Und wenn ich wollte, bin ich mit anderen gelaufen. Und wenn mir das zu viel war oder zu schnell oder zu langsam, dann habe ich mich da auch wieder zeitweise verabschiedet oder andere haben sich von mir verabschiedet. Man hat sich später wieder getroffen. Also es gehört meines Erachtens auch so zum Camino dazu, dass man eben sein eigenes Tempo laufen kann, ohne dass man von anderen dafür verurteilt wird. Und wenn du mit Leuten unterwegs bist, die das tun, dann solltest du nicht mit diesen Leuten unterwegs sein, sondern dein Ding machen. Und zum Schluss bekommst du noch einen ganz abgedroschenen Spruch von mir, aber der stimmt einfach, der Weg ist das Ziel. Ja, und genauso ist es auch. Ja, das waren die 5 größten Fehler und ich freue mich, wenn du vielleicht sagst, mir fällt da auch noch was ein, das war irgendwie mein größter Fehler oder meine größten Fehler oder meine größten Erkenntnisse, dann schreib das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich außerdem, wenn du meinen Kanal abonnierst für weitere Infos rund um den Jakobsweg. Du kannst auch gerne Themenwünsche in die Kommentare schreiben und die Videos auch sehr gerne weiterempfehlen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Vorbereitung und Buen Camino!